Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder Simon auf meiner linken Seite, von euch auf meiner rechten Seite. Ich muss immer den Kontrollblick auf den Monitor werfen. Und wir haben ja beim letzten Mal richtig bei Lufthansa unsere Enttäuschung ausgekippt über die Meilenentwertung. Aber nichtsdestotrotz ist eine Reise zum Senator halt ja weiter am Laufen und am Start, oder? Das ist sie, ja. Wir hatten ja auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, was ich geplant habe. Das war der Dubai-Trip, der berühmt-berüchtigte. Den habe ich jetzt hinter mir und also ab Berlin nach Dubai zum DXB. Es gibt ja noch den DWC und der war eigentlich ganz gut, würde ich mal so sagen. Also man muss halt wissen, worauf man sich einstellt, äh, damit man schon mal psychologisch vorbereitet ist. Und ich würde sagen, war spannend und gut. Und ich kann natürlich gerne davon weiter berichten, aber ich weiß gar nicht, was du alles wissen möchtest. Ich denke, die Leute wollen alles wissen. Ich selber kenne ja die Flughäfen DXB, das ist der Mhm. Dubai International Airport, das ist der, wo die meisten Flieger ankommen, wo Emirates seinen Hub hat, also im Prinzip Mhm. diese drei Terminals mit dem vierten Terminal international, wo halt dann, also für die anderen Airlines, wo Emirates hauptsächlich von operiert. Man wollte ja in die Wüste nach Dubai World Central, das ist der hinten hinter der Dubai Marina dann Richtung Abu Dhabi liegt, quasi an der Grenze zwischen den Emiraten Dubai und Abu Dhabi. Ist etwas überdimensionierter Flughafen für das, was da passiert in meinen Augen, ist auch mehr ein Cargo. Dort ist ja auch immer die Mhm. Dubai Air Show, die dort stattfindet. Man hatte da ja auch im wahrsten Sinne des Wortes auf Sand gebaut. Die Landebahn ist irgendwie ab am Sacken gewesen, keine Ahnung. Da waren halt richtig lustige Sachen. Also nicht nur in Berlin ist es so, dass da der Flughafen scheiße ist beim Bauen und von den Kosten auch in Dubai. Aber auf lange Frist will Emirates ja auch dahin ziehen und will da auch nochmal alles neu aufziehen. Aber der Flughafen ist speziell, wie Simon sagt. Und Simon kann uns ja davon einfach mal berichten, wie der Flughafen aussieht und wie er sich für ihn darstellt. Ich bin öfters von da aus ja nach Katar geflogen oder zu anderen Zielen. Also insofern, ich kenne ihn. Aber bring ihn doch mal unseren Leuten und unseren Zuschauern näher, damit sie wissen, worauf sie sich einlassen. Mhm. Genau, vielleicht noch mal kurz zum Flug an sich. Du startest in Berlin relativ in der Früh, sodass es ein Tagflug ist, kommst dann nachmittags, ja, gegen 16 Uhr in Dubai an. Wie gesagt, an diesem DXB Hub von Emirates. Und es war, also das ist relativ weitläufig. Es gibt da auch so ein, ich würde mal Skytrain sagen, der die Terminals verbindet. Jedenfalls habe ich den nutzen müssen und ja, dann Immigration und so weiter und so fort und alles recht modern in meinen Augen und genau, dann mit dem Taxi oder Uber oder auch Bus und so weiter, öffentliche Verkehrsmittel. Es ist relativ einfach, sich zurechtzufinden in Dubai. Also es war mein erstes Mal dort, muss ich sagen. Und das ist relativ problemlos natürlich auch, weil es da Massen an Tourismus gibt. Und genau, deswegen würde ich sagen, wenn man vorhat, nach Dubai zu fliegen, dann würde ich diesen Flughafen wählen, weil er einfach auch näher dran ist. Ne? Wie du schon gesagt hast, der andere, der liegt relativ weit außerhalb und da musst du dann auch einfach ein bisschen Zeit mit einplanen, nochmal irgendwie, wenn du Dubai selbst besuchen willst oder wenn du halt nur diesen Trip planst, um Punkte zu machen, mag das okay sein, um da irgendwo in einem Hotel zu pennen und dann wieder das Flugzeug zu nehmen, um zurückzufliegen. Aber ich wollte eben auch ein bisschen was sehen von der Stadt. Genau, insofern der Flughafen super modern, super übersichtlich, erklärt sich von selber. Da habe ich gar nicht suchen müssen oder jemanden fragen müssen. Und ansonsten die Menschen super, alle super freundlich und Englisch kommst du auch sehr gut weiter. Ja, also wie gesagt, Dubai ist eine sehr weltoffene Stadt. Dubai hat ja auch erkannt, dass sie auf Tourismus setzen müssen, um da auch nach der Zeit nach dem Öl, und was viele ja nicht wissen, ist, Dubai hat ja nicht wirklich Öl mehr. Sie machen ja auch ihr meistes Geld quasi mit dem Tourismus, mit Emirates. Das sind ja halt die ganzen ähm, Maßnahmen, die man gemacht hat. Die Fluggesellschaft Emirates ist ja nicht nur dafür da, um uns von A nach B zu bringen, sondern um uns Dubai näher zu bringen.
Und das ist ja ein ganzes Konzept und Konstrukt da drumherum. Heißt also ergo, dass man dort natürlich sehr stark alles automatisiert hat, automatisierte Grenzkontrollen, alles sehr sauber, sehr clean. Ich meine auch Dubai, du warst ja das erste Mal jetzt da, ich finde es auch teilweise sehr, Mhm. wie soll ich das jetzt wertfrei formulieren? Es wirkt auch künstlich teilweise und surreal, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte mir ein Hotel in der Marina gebucht und da bist du ja dann schon ein bisschen weiter außerhalb, würde ich mal sagen. Wobei außerhalb relativ ist in Dubai. Ne? Du bist ja relativ gut connected, ne? Mit der Metro und äh, es gibt ja diese eine Autobahn, die durch die ganze Stadt führt, aber ich würde schon immer die Metro nehmen, weil warum Auto fahren in Dubai, dann stehst du nur im Stau. Und ansonsten, ja, also es ist halt in der Wüste. Ne? Und was mich total an Dubai gereizt hat oder fasziniert hat, ist die alte Stadt. Ne? Mal zu sehen, wie war es denn, wo kommt es denn her? Und diese Souks, ne? Also diese Märkte, diese Gewürzmärkte sich mal anzuschauen. Und also ich war insgesamt 4 Nächte dort und hatte dementsprechend auch ein bisschen Zeit mitgebracht, weil hier in Köln halt Karneval war. Dem gehe ich gerne aus dem Weg. Und genau, deswegen hatte ich Zeit und konnte mir wahrscheinlich alle Facetten oder nicht alle Facetten, aber mehrere Facetten der Stadt mal so ein bisschen anschauen. Diese Palme habe ich versucht mal von oben auf ein Foto drauf zu bekommen. Hat leider nicht geklappt, aber das ist schon alles wahnsinnig. Und wie du sagst, also sehr viele Skyscraper und so weiter und so fort. Und ja, das ist schon faszinierend. Man muss es mögen. Ich persönlich bin natürlich da so ein bisschen vorbelastet, weil ich da ja auch viele Jahre meines Lebens verbracht habe im Mittleren oder Nahen Osten, wie wir Deutschen sagen. Und ich finde, die Dubai Marina ist eigentlich fast schon eines der schönsten Gebiete dort, wenn du das anguckst mit dem Ferris Wheel, also mit dem Riesenrad, was da ist und alles. Also das ist schon cool gemacht, das muss man sagen. Da ist mein Leiden auf hohem Niveau. Und da muss man halt dann ein paar Abstriche machen. Aber wie gesagt, Dubai ist halt wirklich eine Reise wert in meinen Augen, weil man muss es halt sehen. Und Abu Dhabi ist wieder ganz anders und Souk ist ja nicht nur, dass dort der Gewürzzug ist, das ist der Goldzug. Also das sind halt diese verschiedenen Märkte, die es sind. Und wenn man dann nach Dera geht, das ist schon von der Marina halt natürlich ans andere Ende der Stadt. Da musst du halt über die Sheikh Zayed, das ist die Autobahn ähnliche Straße, die du meinst, muss man dann natürlich schon Zeit einplanen. Auch auf die Palme. Wer in Dubai lebt, der mag eigentlich gar nicht auf die Palme, weil alleine auf die Palme zu kommen, dauert ja auch wieder gefühlt 30 Minuten. Ne? Also das ist halt, das sind Distanzen, das merkt man nicht. Aber lass uns mal jetzt zu dem Thema nochmal zurückkommen. Senator, wie viele Punkte hat dir die Reise gebracht? Und was hat dir da das Ganze auf deinem Konto jetzt auf deinen Reisen für Vorteile gebracht? Genau, also die Reise hat mir 440 Punkte gebracht, weil ich die Positionierungsflüge in der Eco geflogen bin, jeweils auch mit Eurowings und dann jeweils die beiden Legs in der Business. Und dann nochmal kurz zu den Flügen an sich. Ähm, wie ist der Service? Was machen die da so mit einem auf dem Langstreckenflug nach Dubai und zurück? Du bekommst erstmal ein kurzes, ja, ich sag mal, Begrüßungsgetränk, das machen sie schon. Dann gab es ein Frühstück, was ich jetzt leider nicht wirklich toll fand. Also es ist im Prinzip wie dieses Economy-Essen von früher, ne, in der Aluschale. Ne? Mhm. Und sieht halt auch nicht ansprechend aus. Also ich habe natürlich alles schön dokumentiert. Wenn das interessiert, der kann mich ja gerne mal anschreiben oder ich habe das irgendwo, glaube ich, auch hochgeladen. Ich bin mir gar nicht sicher, was ich damit alles gemacht habe. Instagram, wir sollen ja auf Instagram folgen. Da haben wir ja den Link in einer der Sendungen davor reingemacht, dass Genau. sie da dann quasi sehen, wie es ist. Dafür haben wir Instagram. Genau, das ist das richtige Medium. Und genau, dieses Frühstück war also echt nicht nach meinem Geschmack. Und dann gab es
das Mittagessen, jeweils dann nach deutscher Zeit, aber schon um 10 Uhr. Das ist so ein bisschen gemixt dann, ne? Da kommst du so ein bisschen durcheinander, dass du dir denkst, hä, jetzt schon wieder was essen. Allerdings aus der Karte, ne? So diese Pasta, die man ja von Eurowings kennt, ne? Also die jetzt Pasta zu nennen, ist auch ein Verbrechen. Ähm, äh, Wieso? Was oder ist halt denn die das da? Currywurst. Wie Du würdest du kennst das es gar da? nicht. Nee, Ja gut, das, also nee, nein, sorry. ja. Ja gut, das ist halt einfach Nudeln mit Tomatensoße und kommt halt aus diesem Dampfgarer und das nennen die Pasta und ist dann irgendwie, schmeckt halt nach nichts, schmeckt halt wie Oma und Tom. Das Okay, schmeckt halt. also ich hätte es jetzt pappig genannt, aber gut, wenn Ja. du das so. Ja, ja, jedenfalls finde ich das furchtbar und habe halt mich dann für die Currywurst entschieden, die auch, also die Fritten waren okay, ne? Es gibt dann nochmal Fritten dazu. Ähm, Und die waren wirklich crunchy. Und da habe ich mich gewundert, dass man im Flugzeug crunchige Fritten bekommt. Aber die Wurst geht leider gar nicht. Die habe ich auch komplett zurückgehen lassen. Also also dachte mir, nee, ich will mir hier nicht den Magen schon mal am Anfang der Reise verderben. Und Sehr geil. du kannst aber, und das ist ja der Vorteil der Business Class, alles aus der Karte, die bei Eurowings dann da vorne in der Sitztasche liegt oder ja, genau, kannst du bestellen. Und im Prinzip kannst du all inclusive, du kannst da bestellen, bis sie nichts mehr haben. Ne? Heißt All you can Sandwich oder eat, all you all can you eat can until eat, it's genau. finished. Ja, genau. Und deswegen das ist dann schon ganz okay. Ne? Das tröstet dann ein bisschen, wenn du sagst, mir schmeckt die Currywurst oder die Pasta nicht, dann nimmst du halt ein Sandwich. Ne? Oder irgendwie, was haben sie noch? Irgendwie was Süßes, ein Cookie, ne, hatten sie da. Ne? Aber das ist jetzt nicht wie bei Lufthansa, wenn du da Business Class fliegst, ähm, dass du da irgendwie was auf dem Teller bekommst, ne, mit Besteck. Das ist dann alles schon, ja, low budget. Ne? Was du eben auch dafür bezahlt hast, was ich eingangs meinte, man muss sich so ein bisschen darauf einstellen, wenn man mit Eurowings nach Dubai fliegt, dann ist es halt eben keine richtige Business Class, aber dafür, sage ich mal so, fliege ich jetzt ja auch nicht mit Eurowings, ne, sondern ich will ja auch die Punkte haben. Und viele haben sich beschwert, das hörte ich um mich herum, warum es denn auch kein Entertainment-System und kein WLAN gibt. Und das sind dann so die Kritikpunkte, die du so hörst, ne, im Jahr 2025. ähm, gut, wusste man ja vorher, hätte man sich mal irgendwie schlau gemacht, ja, ne, aber dementsprechend immer schön Entertainment-System selber mitbringen. Ja gut, ich mache das natürlich auch. Ich bringe das Entertainment-System ja auch selber mit. Wobei ich aber auch bei Fluggesellschaften, die ein Entertainment-System haben, da jetzt nicht unbedingt das Entertainment-System nutze. Also ich nutze Flight Pass und ich sehe gerne, wo ich bin. Aber verrat uns Mhm. doch mal von der anderen Karte, die man quasi essen kann, solange verfügbar. Also die Sachen, die da drauf sind. Was wäre da denn Mhm. dann ein Highlight aus deiner Sicht? Also generell, diese Karte gibt es überall. Ne? Also selbst wenn du von, weiß nicht, München nach Hamburg fliegst, ist es diese Karte und das sind dann, also grundsätzlich finde ich das okay, wenn man sich so ein Sandwich nimmt, was aber dann auch 8 Euro kostet oder sowas. Ne? Das haben sie dann gesagt, heute im Angebot bei Eurowings bestellen sie oder wir empfehlen ganz schrecklich das Putenbrust-Sandwich heute für 8 Euro oder nur 8 Euro. Und aber sie haben dann irgendwann einen Sale gemacht, dass sie alles für 2 Euro raushauen. Ne? Ähm, aber das ist ganz gut. Das kann man essen. Ja, wobei man natürlich der Ehrlichkeit aber sagen muss, dass ja das Konzept, dass sie nichts wegwerfen wollen, das ist ja natürlich schon nicht schlecht, dass man da halt dann dort ja, kein Waste macht. Das ist ja schon okay. Also da würde ich jetzt nicht so das so dramatisch sehen, um es mal so zu sagen.
Ne, Aber das war auch eher positiv gemeint, dass Sie da jetzt irgendwie, noch mal sagen, „Jetzt schlagt noch mal zu, wir wollen jetzt irgendwie nichts in die Tonne werfen", ne? Und, mhm. genau, das ist ja eher gut als Genau, also negativ. insofern, das ist halt das Gute. Was würdest du jetzt so als Fazit sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis im Bezug bei Hansens, Eurowings und so Mhm. weiter? Findest du den Punkte-Value gut? Ist das eher so ein Schmerzensgeld-Thema, wo du sagst, hey, Mhm. die müssen mich eigentlich dafür bezahlen, dass ich die Schmerzen hier mitnehme? Ähm, Also, ich hatte eigentlich gar also, der Sitz war gut. Ich musste ihn gar nicht reclinen. Also, ich habe tatsächlich, 7 Stunden lang auf dem Rückflug, aufrecht gesessen. Ich saß allerdings auch in der ersten Reihe und, hatte genug Beinfreiheit. Es war nicht schlimm, wirklich. Es war wirklich okay. Ich würde das wieder machen, jetzt nicht in naher Zukunft. Vielleicht nächstes Jahr irgendwann mal, aber betont und was ich eben meinte, das sind Tagflüge, ne? Du kannst da nicht drin schlafen und ich würde da auch niemals drin schlafen. Und das ist ja der Benefit, an der Business Class, dass ich sage, ich buche die Business Class, damit ich darin schlafe. Und, jetzt nicht, damit ich im Flugzeug irgendwie, Kalbsbäckchen esse, oder was weiß ich. Das ist für mich eher so, ja, das ist ganz nett, ne? Das ist Luxus irgendwie auf einer Seite, aber, wenn ich Business Class fliege, will ich halt irgendwie Platz haben und, irgendwie mich ausstrecken von, New York nach Frankfurt und ausgeruht ankommen. Das sind jetzt eh nur 3 Stunden Zeitunterschied und von daher war das alles okay. Und, wie gesagt, der Preis, im Vergleich zur Lufthansa würde ich jederzeit die Eurowings nehmen. Okay, also das heißt, du sagst halt, dass die Abstriche, die man macht, weil es kein Live Flat ist und andere Vorteile sind also aus deinen Augen legitim. Mhm, absolut. Okay. Jetzt, noch mal auf den Abu-Dhabi-Flug eingegangen. Da habe ich gesehen, also das ist ja eine neue Verbindung, die auch von der Eurowings angeboten wird. Das ist 'n Nachtflug. Da sage ich dann auch: „Ne, da bin ich raus, da würde ich mir irgendwie was Anständiges suchen, ähm, für mehr Geld." Ja, dann haben wir das damit geklärt. Ihr könnt ja unten in die Kommentarspalte reinschreiben, was ihr zu dem Thema denkt. Ihr könnt reinschreiben, wie ihr das Preis-Leistungs-Verhältnis seht, weil natürlich muss man Abstriche machen bei dem Thema und muss natürlich auch eingedenk der Tatsache sein, dass es halt nicht ein vergleichbares Produkt ist wie bei Lufthansa im Live-Flat oder mit anderen Fluggesellschaften. Das ist halt auch nicht Emirates. Ne? Und bei der Flugdauer weiß ich jetzt nicht, ob man auf die Currywurst zurückgehen sollte. Wobei Mhm. bei Air Berlin war die Currywurst doch relativ lecker, wenn ich mich so entsinne. Aber egal wie, wir sind gespannt, was ihr für Kommentare bringt und wir freuen uns auf eure Ausführungen. Und was soll man noch machen? Gar nichts, einfach außer Tschüss sagen, oder? Mhm. Ja, bis bald. Also bis dann, ciao. Ciao.